Hallo und herzlich willkommen bei Campfire TV. In diesem Basics-Video erfahrt ihr, wie ihr den goldenen Schnitt und die Drittelregel in eurer Bildgestaltung einsetzen könnt. Abonniert noch schnell den Kanal, damit ihr keine Videos von uns verpasst, und nach unserer Signation geht's auch schon los. Der goldene Schnitt und die Drittelregel spielen in der Bildgestaltung von Fotos und Videos eine große Rolle. Dabei werden Personen und Objekte bewusst abseits des Zentrums im Bild positioniert, denn die zentrale Positionierung wirkt meist statisch und eher langweilig. Dafür werden verschiedene Gestaltungsraster verwendet, die von Videografen als grundlegendes Werkzeug beim Dreh eingesetzt werden. Beim sogenannten goldenen Schnitt basiert dieses Raster auf einem Verhältnis zwischen Teilstrecken. Bereits im alten Griechenland war dies eine Grundlage für Ästhetik und wird bis heute in Kunst und Architektur angewandt. Dieses Teilungsverhältnis, das ihr hier eingeblendet seht, findet man auch in der Natur und es wird von den meisten Menschen als harmonisch empfunden. Dabei verhält sich die Länge der Teilstrecke A zur Teilstrecke B genauso wie die Gesamtstrecke, also A plus B, zur großen Teilstrecke A. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das ein Verhältnis von 61,8 zu 38,2%. Das lässt sich sowohl für die Höhe als auch für die Breite des Bildes anwenden, wodurch man statt zwei Linien ein komplettes Raster erhält. Anhand dessen kann man seine Bildkomposition dann ausrichten. Etliche Aufnahmegeräte von Recording-Apps auf Smartphones über DSLR-Kameras bis hin zu Camcordern haben auch die Möglichkeit, diese Hilfsraster am Kontrollmonitor anzuzeigen. Damit könnt ihr die Personen und Objekte leichter bei euren Drehs anhand des goldenen Schnitts ausrichten. Wenn euch das allerdings zu viel Mathematik ist oder wenn ihr keine Hilfsraster zur Verfügung habt, könnt ihr euch mit der sogenannten Drittelregel helfen. Bei dieser wird das Bild durch horizontale und vertikale Linien in 9 gleich große Segmente unterteilt. Dadurch ergibt sich ein vereinfachtes Raster, anhand dessen man die Motive positionieren kann. Diese Bildaufteilung lässt sich leichter in das Bild hinein denken und ist damit besonders für Einsteiger etwas anwendungsfreundlicher als der goldene Schnitt. Auch für die Drittelregel findet ihr oft die Möglichkeiten von Hilfslinien, die auf dem Display eures Aufnahmegeräts eingeblendet werden können. Als Faustregel bei Interviews gilt, dass die Augen einer Person auf der oberen horizontalen Drittellinie ausgerichtet sein sollten. Die Positionierung der Person selbst befindet sich normalerweise auf einer der vertikalen Linien. Mehr dazu erzählen wir euch in unserem Video über die Arbeit mit Personen vor der Kamera, das ihr über die Infokarte findet. Der goldene Schnitt und die Drittelregel sind Hilfsmittel, um eure Bildkomposition zu optimieren. Versucht eure Aufnahmen in möglichst hoher Auflösung zu drehen, dann habt ihr beim Schnitt eures Videomaterials die Möglichkeit, die Bildkomposition auch nach dem Dreh an die richtige Stelle zu rücken. Das gilt natürlich nur für einzelne Motive und nicht für eine gesamte Bildkomposition, in der der Vordergrund und Hintergrund anhand der Drittelregel oder des goldenen Schnitts aufeinander ausgerichtet sind. Schreibt uns doch in den Kommentaren, ob ihr euch mehr an den goldenen Schnitt oder an die Drittelregel haltet und worin für euch die Herausforderungen bei der Planung eurer Bildkompositionen liegen. Und wenn ihr noch mehr Infos rund um das Thema Videoproduktion wollt, klickt auf den Abo-Button, damit ihr auch kein Thema mehr verpasst. Und hier findet ihr noch ein paar wertvolle Inputs für eure Videoproduktionen.